Langweilig. Kinolook. Kinolook. Diese ominösen schwarzen Balken oben und unten. Wo kommen die her? Was machen die da? Und wie bekomme ich das hin, dass ich schwarze Balken im Video habe? Das erkläre ich euch gleich. Viele von euch besitzen ja ein 16:9 Ausgabegerät, ob jetzt Monitor, Fernseher oder Smartphone, Tablet, was auch immer. So, und wenn ihr jetzt Fernsehserien guckt, Sendungen oder Filme, die auch im 16:9 Format aufgenommen worden sind, dann füllt diese Serie oder dieser Film den ganzen Bildschirm aus, so wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. Ja? Also nach oben und nach unten, nach links und nach rechts ist kein Platz mehr. Das Bild füllt vollkommen den Monitor aus. Jetzt kommen wir zum Kinoformat. Ja, das typische 21:9 Format, diesen Cinematic Look, wie es im Kino auch gibt, den könnt ihr natürlich auch machen für eure Videos. Und wie auf dem Bild oben zu sehen ist, ist das Format im Gegensatz zum 16:9 natürlich etwas anders. Ja, die Höhe bleibt gleich von dem Bild, nur in der Breite wird es etwas mehr. So, wenn ihr jetzt ein 16:9 Monitor habt und würdet einen 21:9 Film dort 1:1 drüber legen, dann würde das so aussehen. So wie ihr sehen könnt, überlagert das 21:9 Format euren Monitor. Es würde also links und rechts rausstehen. Damit wäre natürlich einiges an Bildinformation verloren. Das heißt, das Bild wird also nicht einfach 1:1 auf dem 16:9 Monitor angezeigt, sondern es wird gecroppt. Also so zusammengestaucht, dass es wieder komplett aufs Bild passt. Und das sieht dann so aus. Jetzt passt also das 21:9 Format auf euer 16:9 Format. Und automatisch sieht man dann oben und unten diese schwarzen Balken, die Letterbox. Ja, weil dieses Bild, dieses 21:9 Format eben gecroppt wird auf dieses 16:9 Format, damit keine Bildinformationen links und rechts verloren gehen. Dadurch entstehen die schwarzen Balken. Wenn ihr jetzt einen 21:9 Monitor habt und würdet das Bild oder diesen Film dann sehen, dann wäre das komplette Bild wieder ausgefüllt. Ja, der komplette Monitor wäre ausgefüllt, klar, weil ihr das gleiche Format habt wie der Film. Auf dem 16:9 sieht es aber so aus. So. Jetzt gibt es unzählige Videos und Tutorials, die euch sagen, wie man diese schwarzen Balken hinzufügen kann. Und zwar, indem man einfach eine Vorlage nimmt, ein Template oder selber schwarze Balken durch eine Grafik einfach auf das Bild drauflegt. Das würde dann so aussehen. Jetzt habt ihr zwar die schwarzen Balken oben und unten, aber das erste Problem ist, euch fehlt was vom Bild. Ihr habt diese Balken einfach auf das Bild draufgelegt, ja, und jetzt, wie ihr hier im Bild sehen könnt, der Kopf von der Frau ist abgeschnitten und unten das Bild ist auch abgeschnitten, weil ihr einfach eure Balken da draufgelegt habt. Das ist der erste Fehler und das erste Problem, was es damit gibt. Ein zweites Problem wäre, wenn ihr dieses Video jetzt mit euren selbst hinzugefügten schwarzen Balken auf einem 21:9 Fernseher gucken würdet, dann würde das ganze Bild nämlich so aussehen. Ihr hättet also nicht nur oben und unten Balken, sondern auch links und rechts. Und die links und rechts, die sind vom Fernseher oder vom Format selbst hinzugefügt, weil euer Bild oder euer Video kein wirkliches 21:9 Format hat. Ihr hättet also auf dem 21:9 Fernseher oder Monitor hättet ihr dieses Bild und das sieht aus wie ein Guckkasten. Also, lasst das sein. So macht man es nicht. Ein weiteres Problem wäre es bei diesem Vorgehen, dass wenn jemand das Video oder den Film in einer schlechteren Auflösung schaut, ja, dann würde nicht nur das Bild, also das Video, schlechter sein von der Auflösung her, sondern auch die Balken, die ihr hinzugefügt habt, weil die gehören ja zu eurem Video. Die werden dann matschig werden, verpixelt und das sieht einfach nur scheiße aus. Das ist das dritte Problem. Also, wie macht man es jetzt richtig? Ganz einfach. Ich gehe jetzt nicht großartig auf das Kinoformat ein, das anamorphische, ja, dieses Widescreen, wie es gemacht wird. Aber wie können wir aus unserem Projekt auch so ein
cinematisches Filmerlebnis hinkriegen. Unsere Videos, dieses jetzt im Beispiel, ist auch im Format 1920 x 1080. Was bedeutet das jetzt? Dazu nehme ich meinen Rechner und teile einfach mal 1920 geteilt durch 1080. Kommen wir auf einen Wert von 1,77 oder aufgerundet 1,78. Was ist das? Das ist das Seitenverhältnis. Ja? Das Verhältnis von Breite zu Höhe des Films. Können wir mal überprüfen, wenn ich 16:9, ja, also 16 geteilt durch 9 rechne, komme ich auch auf 1,78. Das ist mein Verhältnis, mein Seitenverhältnis 16:9. So, das Kinoformat hat 21:9. Also rechnen wir mal, 21 durch 9 sind 2,33. Jetzt müssen wir also unser Seitenverhältnis vom Projekt ändern, damit wir diese schwarzen Balken hinkriegen. Wir brauchen also ein Seitenverhältnis von 2,33. Dazu rufe ich jetzt einfach mal meine Projekteigenschaften auf. So, und hier sehen wir, die Breite vom Video hat 1920 und die Höhe 1080. Ist ein Seitenverhältnis von 16:9. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal bei meinem Film jetzt hier 1920 und als Höhe nehme ich 822. Ja, also teile ich mal 8 durch 822, ist ein Seitenverhältnis von 2,33. Also trage ich hier ein 822 und ändere das Seitenverhältnis. 2,33. Klicke auf OK. So, was sehen wir jetzt? Der ganze Bereich hier ist in die Breite gegangen. Ich habe jetzt hier links und rechts schwarze Balken. Logisch. Warum habe ich das? Weil das Videomaterial hier von der Frau auf dem Boot immer noch 16:9 ist. Mein Projekt aber ist im 21:9 Format. Jetzt muss ich also von meinem Videoclip auch noch das Seitenverhältnis ändern. Dazu gehe ich einfach auf meine Effekte oder beziehungsweise auf meine Bearbeitungsleisten von meinem Videoclip und ändere dort das Verhältnis. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier in diesem Beispiel Position Größe. So, jetzt sehe ich, dass der Clip hier die Größe 1464 x 822 hat. Ich brauche aber die Originalbreite, also 1920 und die Höhe bleibt bei 822. Zack, der Clip ist jetzt größer. Jetzt muss ich ihn natürlich noch an die richtige Position ziehen. Entweder ich zentriere ihn, ja, oder, Moment, hier hat sich was, ich muss die Proportionen natürlich, dürfen nicht beibehalten werden. So, jetzt ist der ganze Clip gestaucht. Das heißt, es geht keine Bildinformation verloren und der Clip ist jetzt auf 21:9 zugeschnitten worden. Jetzt sieht man, das ist ein bisschen verzerrt. Natürlich. Ich kann natürlich hier auch bei der Höhe im Original bleiben, also 1080. Dann wäre er nicht gestaucht. Ja? Ich müsste ihn aber so hinziehen, wie ich ihn brauche. Also damit man die Frau auch sehen kann. So. Fertig. Und das wäre jetzt mein 21:9 Format. Wenn ich das Video jetzt exportiere und schaue es auf einem 16:9 Monitor oder Fernseher, dann bekomme ich die schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Warum? Weil, wie gesagt, dieser Clip jetzt im 21:9 Format ist und nicht mehr im 16:9 Format. Ihr müsst natürlich euren Clip auch anpassen, gegebenenfalls. Oder ihr lasst ihn original, wie er ist, in eurer Full HD Auflösung 1920, 1080 und dann zieht ihr ihn einfach nur, weil er ja noch höher ist als 21:9, müsst ihr ihn so positionieren, wie ihr es brauchen könnt. So gehen auch keine Bildinformationen verloren und ihr habt nachher diese schwarzen Balken, dieses Kinoformat. Also nochmal zum Abschluss, fügt keine schwarzen Balken manuell hinzu, durch irgendwelche Vorlagen oder irgendwelche Bilder, schwarze, sondern ändert euer Projekt. Ändert euer Projekt in der Auflösung. Ja, es muss also die Breite, wenn jetzt, ich rede jetzt von Full HD, es bleibt bei 1920 in der Breite, aber die Höhe ändert sich, 822 zum Beispiel.
Es gibt auch noch andere Verhältnisse, aber das jetzt nur mal als Beispiel. Dadurch wird das Ganze gestaucht. Das Seitenverhältnis neu einstellen und dann habt ihr euer ganzes Projekt in diesem 21:9 Format. Und alle Clips, die ihr hinzufügt, die lasst ihr entweder so oder passt sie auch dementsprechend an. Und schon bekommt ihr euer Kinoformat mit diesen schwarzen Balken, die Letterboxen, ohne dass ihr irgendwas hinzufügt und ohne dass es Gefusche ist. So wird es richtig gemacht. Ihr müsst euer Projekt ändern. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und ihr seid jetzt etwas schlauer. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Filmedrehen. Bis dann.